Hallo und herzlich willkommen. Wir sitzen hier vor einem kleinen neuen Spiel namens Candle. Das Ganze ist von DAEDALIC Games und Tika Studios, soweit wie ich es jetzt noch in Erinnerung habe. Wir haben aktuell den 26.12., das heißt den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt besinnliche Tage mit eurer Familie erleben können oder mit euren Geliebten, je nachdem wie bei euch die Situation ist. Wir haben, oder der Kanal hat jetzt vor 2 Tagen seinen kleinen Meilenstein, den ich selber festgelegt habe, erreicht. Wir haben die 50 Abonnenten geknackt und dann habe ich mir gedacht, lasst uns doch einfach mal ein neues Game starten. Wir sind ja von den Aufnahmen her mit Outlast durch. Wir werden jetzt demnächst wahrscheinlich, oder ist die Überlegung, dass wir Dishonored 2 vielleicht auslaufen lassen, weil einfach die Resonanz nicht mehr so ganz vorhanden ist. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgesehen im Steam Shop. Was haben wir denn für Alternativen? Von DAEDALIC sind ja in letzter Zeit Candle und Silence rausgekommen. Und da muss man immer so ein bisschen gucken, welches Projekt nimmt man. Und wir werden jetzt mal reinschlüpfen in Candle. Legend tells us that the gods created and destroyed the world 4 times. A ray of light beamed down from the sky and struck the earth. From it flowed water, spilling out over the mountains and plains. With it, life was born. After their intervention, the gods observed how this life expanded. Patiently, they watched its evolution and development. Trees spread over the arid earth, and the sky, previously grey and roiled by endless storms, turned calm. Time passed, and the ephemeral creatures that inhabited the world evolved. Intelligence and consciousness emerged. Some of the beings started to speak to their creators. They thanked them for having given their lives meaning, for things worth striving, and for dreams. With all this, something marvelous came into being: civilization. The different peoples multiplied and flourished in harmony, sharing knowledge and becoming wiser and wiser. The gods contemplated all of this with satisfaction. But then, something happened. These creatures, who had come so far, were invaded by ambition and greed. All the knowledge accumulated over centuries, all the advances, were now being used by some to dominate others. That's when the violence started. Wars broke out like a great storm, devastating everything in its path. Everything that these beings had achieved evaporated. The gods were furious. A great firestorm razed the earth and burned down its forests. The water that emanated from the mountains evaporated. The peoples were condemned, and all intelligent creatures vanished in the flames. Then the gods decided to try again. As the teachings of his master flooded his mind, Teku opened his eyes. In front of him he saw all the stars in the firmament. Suddenly he heard a fire crackling nearby. The last thing he remembered were the voices of alarm. His home was being attacked. Then he staggered to his feet. There was no time to lose. Oh, und wir sind der kleine Kerl hier neben rechts.
Wir haben das große Feuer noch überlebt. Bewege Teku mit dem linken Stick. Halte R gedrückt, um zu laufen. Der hier? Alles klar. A, um zu springen. Drücke nach oben, um dich von Vorsprüngen festzuhalten. Und... Nee. Ach so. Okay, ja. Wenn du dich dem Feuer näherst, wird ein Icon eingeblendet werden. Drücke X, um damit zu interagieren. Du kannst dir alle Aktions-Icons im Hilfecenter des Menüs ansehen, indem du das Menü drückst. Gehe nun wieder herunter, um herunter zu klettern. Gehe zum Abhang und drücke nach unten. So, okay. Du kannst weiterspringen, indem du A drückst, während du läufst. Und hepp. Na also. Gehe zur Fackel und hebe sie auf. Das haben wir. Im Pausemenü kannst du dir das Inventar ansehen, indem du Y drückst. Versuche doch einmal, dich in der Hütte umzusehen. Hier ist unser Menü. Wir haben die kaputte Fackel aus unserem Dorf, was noch übrig geblieben ist von unserem Haus. Die Fackel war zerbrochen, als sie aus der Halterung in einer der Dorfhütten gerissen wurde, aber sie war immer noch gut genug, um eine Flamme zu entfachen und sie zu tragen. So, was haben wir hier? Hier können wir interagieren. Das Icon können wir anzünden, dazu brauchen wir natürlich dann erstmal die Fackel. Okay, dann würde ich sagen, springen wir gekonnt hier rüber und werden uns da oben zum Feuer begeben. So, genau, jetzt würde ich gerne interagieren. Ah, jetzt haben wir da oben ein kleines Menü. Wir zünden uns selbst an. Wir benutzen nicht die Fackel, wir zünden unsere Hand an. Okay, du wirst im Laufe deines Abenteuers öfter an diese kleinen Fackeln geraten. Entzünde sie, um auch deine Kerze immer wieder entfachen zu können. Ja, ich würde aber gerne auch die Fackel selber nehmen. Die Fackel ist wirklich nur dafür da, um uns das Feuer heranzubringen. So, und dann schauen wir mal, ob wir wahrscheinlich einem der Stammesältesten da drüben helfen können. Denn hier ist ja ganz offensichtlich jemand in Not. Oh no! That poor man told Teku what happened. The tribe of the Wakcha had attacked the village and captured prisoners. One of them was Yakka, the tribe's shaman. He had to do something. Toluka! Oh! Da ist der Bösewicht. Sind wir überhaupt in der Lage zu kämpfen? Oh nein, ein Wakcha-Krieger. Wenn er einem Feind begegnet, wird Teku versuchen, ihn heimlich zu bewegen, um keinen Lärm zu machen. Du solltest in der Nähe von Feinden nicht laufen oder springen. Verlasse leise die Hütte. Natürlich versuchen wir uns leise zu bewegen und nicht den Feind. Wenn ich leise drehe, dann sneake ich. Einige Feinde werden deine Kerze bemerken, wenn du ihnen zu nahe kommst. Lösche die Kerze, indem du B gedrückt hältst. Gehe näher an den Wakcha heran und stoße ihn in die Kluft. Ha! Das hast du davon. Entzünde deine Kerze wieder. Teku kann mit der heiligen Kraft des Feuers einen hellen Lichtblitz um sich erzeugen. Damit kannst du Geheimnisse aufdecken, Mechanismen aktivieren und einige Charaktere werden darauf reagieren. Drücke B und benutze den Lichtblitz, um zu entkommen. Dann wieder mit Karacho hier rüber. Dann zünden wir wieder unsere kleine Kerze an. Und können dann so mit B den Lichtblitz holen. Herbeirufen. Und dann gehen wir als kleiner Schößling, glaube ich, hier raus aus
im Dorf. Möchtest du speichern? Dann machen wir das doch mal schnell. Das langt uns. Einmal speichern reicht. Before going into the forest, Teku looked back one last time. His village, once full of life, was now an immense flame that reared up against the darkness of the night sky. The few survivors left waved goodbye to Teku in a small gesture of hope. The tears streamed down their masks as they thought about all that had been lost. But there was no time to lose. He was determined to find Yaka and the rest of his men. After all, a light guide must never abandon its shaman, no matter what. After 3 hours of crossing the forest, as he followed the trail of the Wakchas, the first rays of sun started to filter through the branches of the trees. When he emerged from the thicket, Teku stopped at the foot of a cliff. The captor's trail ended there. There was a large marsh down below, and a few bonfires dotted the landscape. It could be them. Und was ein Glück sind wir nicht. Teku leaned out over the abyss, trying to figure out the best way of getting down, without realizing that the ground he was walking on was giving way under his weight. His adventure was about to begin. Wake up, Teku. Come on. Und wir sind aber nicht die einzigen Überlebenden, zum Glück aus unserem Dorf. Sondern einige unserer Freunde haben mit überlebt. Und nun sind wir auf der Suche... jetzt taucht er wieder runter. Nach Hilfe, auf dessen Weg wir anscheinend in ein anderes Dorf reingeraten sind. Und was sind wir? Wir sind ein kleiner Bewohner, der selber aus Pflanzen besteht, aus Baum, aus Wurzeln. Ah, okay. Das können wir schieben. Können wir das hier hinschieben, um dann da hoch zu hüpfen? Also hier könnten wir erstmal rüberspringen. Aber ich würde gerne wissen, kommen wir hier hoch? Hier nicht. Hier nicht. Hier nicht. Aber dann auch von der anderen Seite bestimmt. Das schaffst du. Und das ist doch möglich. Genau. Oh, das können wir schon runterstoßen. Weil wir direkt mal ein bisschen von unserer Landschaft zerstören. Na also. Und was haben wir hier? Eine Vase. Und diese Vase ist ein leerer Krug. Ein sehr altes, irdenes Gefäß. Es ist reich verziert und etwas kaputt, aber es könnte immer noch Flüssigkeit aufnehmen. Es war golden, genau wie der Honig. Okay, dann haben wir ja schon mal einen kleinen Tipp. Dann gehe ich mal davon aus, dass ich nicht mit dem Wasser hier auffüllen kann. Nee. Nein, nochmal. Sondern dann werde ich wahrscheinlich irgendwo mir einen Bienenstock suchen müssen. Ja, geh doch raus aus dem Wasser. Nein. Nein, du willst tauchen? Okay. Du könntest aber auch einfach rausgehen. Genau. So, einmal drüber. Und dann haben wir hier wieder dieses kleine Feuersymbol, haben aber momentan ja keine Fackel dabei. Deswegen springen wir mal rüber auf die andere Seite. Oh, was ist das denn? Frisst mich das? Ich glaube, ich gehe ihm erstmal lieber aus dem Weg.
Und hepp. Meditieren wir? Wir speichern hier. Ah, okay. Gut. Und dort... Ach nee, komm, geh einfach die Leiter normal hoch. Und dort hinten, ich muss gerade mal auf die Uhr schauen. Mein Hund ist nämlich heute bei meiner Mutter, weil ich das schon jetzt abholen muss. Was haben wir hier? Ein Mechanismus, mit dem wir nach oben klettern können. Ah, wir haben die Luke aufgemacht. Und sind nun in der Baumkrone. Oh, da unten ist eine Arena. Ist das eine Arena? Das sieht doch aus wie eine Arena. Oder ist es einfach nur eine Falle? So, hier gehen wir hoch. Oh. Spuckt der Frosch irgendwas aus? Teku observed the gigantic carved rock. It appeared to be an effigy of a powerful toad. It must represent somebody important. Nevertheless, the wooden structure didn't seem very stable. Nee, das stimmt. Und wir haben hier oben, überhalb des Toads, haben wir eine Wasser- und 2 Feuerfontänen. Und es kommt immer wieder ein Wind von links, wenn ich das richtig sehe. Okay, dann werden wir wahrscheinlich irgendwo noch einen Mechanismus brauchen, um hier unten das Holz... Können wir das auch knacken lassen? Nee, okay. So, und hier gehe ich davon aus, dass wir sterben werden. Deswegen werden wir da unten den Toad reinschicken. Na, jetzt gehen wir erstmal wieder runter. Und schauen, was wir noch außerhalb des Gebäudes machen können. Und hepp. So. Wir können einmal oben, einmal unten lang. Hier oben haben wir schon einen Pfeil am Schild hängen. Oh, ich sehe auch gerade bei meiner OBS-Aufnahme, dass das Bild noch ein bisschen klein ist. Das werden wir natürlich beim nächsten Mal ändern. Und wir haben hier die nächste Falltür. He had heard stories about those platforms. The ancients used them to travel rapidly to distant places. But to use it, he needed his candle to be burning. Ah, okay, dafür brauchen wir Teku immediately recognized the man who was asking for help. It was one of the bodyguards of Yaka, his tribe shaman. He had to help him, but how could he get to him? Da werden wir wohl die einzelnen Sachen... Können wir uns auf verschiedenen... Ja, wir können uns auf verschiedenen Ebenen bewegen. Und wer versteckt sich hier hinten? Komm raus. Oh. Da ist unser Honig. Ja. Ja. Okay. Also er möchte Futter von uns haben oder er hat... Was hat er genau? So, wir können noch hier hoch, glaube ich. Kannst du uns aus dem Weg gehen? Nee, kannst du nicht. So, den Krug. Nee, wir brauchen wahrscheinlich irgendwas, um das hier unten zu entfernen, durchzuschneiden. Und er möchte jetzt aber erstmal Honig haben. So, dann können wir dir leider momentan noch nicht helfen. Nein, 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 nein. Sondern ich gehe davon aus, dass wir dann unten irgendwie an diesem Frosch vorbei müssen. Um danach in diese Höhle zu kommen. Genau, da unten. So, dann müssen wir jetzt mal gucken, ob der Frosch uns auffrisst. Oder ob er uns in Ruhe lässt. Oh! Er frisst uns wirklich auf. So, dann müssen wir gucken,
Jetzt sind wir hier unten. Unser Licht, um eine Schnellreise zu begehen. Das wir leider noch nicht haben. Wir müssen den Bodyguard rausbringen. Und ich gehe davon aus, dass wir dem Hasen Honig geben müssen, damit er diesen Gegenstand durchknabbert. Und dazu müssen wir den Frosch ablenken. So. Einmal hier rüber. Schauen wir hier nochmal zurück. Zack, zack, da können wir nicht lang gehen, der frisst uns. Und. Ja, gut, das haben wir. Da oben haben wir den Krug herbekommen. Hier haben wir. Aber ansonsten. Irgendwas hat man. Ah, okay, wir können gar nicht drüber springen. Ich habe gedacht, dass wir weiter nach rechts springen können. Wir haben. Wow, jetzt auf jeden Fall unsere 20 Minuten voll. Ich hoffe, euch gefällt dieses Gameplay. Ich finde die Story, die wir bisher gesehen haben, erzählt bekommen haben und auch das Artwork, was hier umgesetzt ist, sehr ansprechend. Von daher werde ich das auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ihr könnt mir dazu ein Feedback dalassen, ob ihr davon mehr sehen wollt oder ob ich für mich spielen soll. Ich würde es genießen, mit euch teilen zu können. Von daher hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.